Der Wirbelsturm ist vorüber und hat Phuket nur eine etwas nasse Woche beschert. In Zentral- und Nordthailand hat er allerdings große Verwüstungen angerichtet. Mehr als 70.000 Häuser wurden dort geflutet. Das Ahrtal lässt grüßen, aber bei uns herrscht jetzt wieder sonniges Wetter. Am Freitag wurden Reis und Eier angeliefert. Die sollten Samstagvormittag abgefüllt werden, damit sie nach der Registrierung am frühen Nachmittag zum Verteilen fertig waren. Abholnummern und Registrierformulare sind auch schon gedruckt. Alles steht bereit für die Verteilung der Rationen. Die Familie sitzt freitags beim Abendessen im Hinterhof von Sis Lokal. Da platzt die Bombe und eine Hiobsbotschaft erschüttert die Gemeinde. Per Telefon wird uns mitgeteilt, dass 3 Coroneros mit Corona infiziert sind, trotz erfolgter 2. Impfung und Boosterimpfung. Der Bär, seine Frau und die Ordnerin, welche immer für die Temperaturmessung zuständig ist, wurden von dem verdammten Virus geküsst. Alle 3 sind auch immer beim Abfüllen von Reis und Eiern dabei. Mit Entsetzen wird uns bewusst, dass wir alle mit denen am vergangenen Wochenende lange Kontakt hatten. Thangma und Palit sind ihnen beim Abfüllen auch sehr nahe gekommen. Wahrscheinlich ist nichts passiert bei den Erwachsenen, aber die beiden Zwerge sind nicht geimpft. Wir testen uns immer mal selbst mit Antigentests, aber deren Ergebnisse sind nicht 100% zuverlässig. Wenn die Gefahr besteht, dass einer von uns infiziert ist, können wir die Essensausgabe nicht durchführen, damit die Corona-Gang nicht zum Superspreader wird. Deshalb müssen wir vorsichtshalber die Verteilung für Samstag absagen. Am Samstag und Sonntag muss die gesamte Corona-Gang ins Krankenhaus, um sich dort einem PCR-Test zu unterziehen. Das ist zeitaufwendig, teuer und kommt völlig ungelegen, muss aber sein. Auch für die beiden Zwerge, die das nicht so ganz begreifen, aber tapfer mitmachen. Thangma bleibt beim Testen ziemlich cool, aber Palit vergisst für einen Moment, dass er Rambo ist. Er beruhigt sich aber schnell, nachdem der Test vorbei ist. Als Ying am Sonntagabend endlich die Ergebnisse bekommt, bricht Jubel aus. Keiner ist positiv getestet und am meisten freut uns, dass die Kinder nicht infiziert sind. Am Mittwoch oder Donnerstag werden wir uns zur Vorsicht nochmal testen lassen, um ganz sicher zu sein. Und dann am Samstag wieder unserer Aufgabe nachgehen zu können. Nebeneffekt: Der Bär, seine Frau und ihr einjähriger Enkel sind infiziert. Bei allen 3 ist der Verlauf milde, zum Glück. Aber die ganze Familie ist arbeits- und einkommenslos. Verpflegung bekommen sie jede Woche von uns. Aber jetzt werden wir ihnen auch finanziell ein wenig unter die Arme greifen müssen. Sie sind ja schließlich wertvolle Mitglieder der Corona-Gang. Vor einer Woche dachten wir, dass wir wegen des Schweinewetters ein schlechtes Wochenende hätten. Aber wie man sieht, schlimmer geht's immer. Das ist aber kein Grund aufzugeben und das solltet ihr euch auch zu Herzen nehmen, wenn es bei euch mal brennt. Zum Glück gibt's auch gute Nachrichten. Seit dem 1. Oktober sind die Einreisevorschriften für Thailand weniger geworden.
und es wird weiter daran gearbeitet, sie bis Ende des Monats so einfach wie möglich zu gestalten. Es sieht so aus, als würden die staatlichen Bürokraten langsam wach werden. Wir hoffen sehr, dass bald wieder normale Zeiten kommen, dass ihr und wir gesund bleiben und uns bald wiedersehen, um unsere Insel der Glücklichen über und unter Wasser so zu erleben, wie wir das gewöhnt sind.